Guten Tag, Nico Goldbober ist immer auf dem Lift. Heute wird das Rolling Chassis beendet. Absolut ein hässiger Hurenesel. Ja, es ist einiges gegangen wieder. Es sieht immer noch genau gleich aus wie letztes Mal, das ist mir bewusst. Aber natürlich, die Details brauchen unheimlich viel Zeit. Da meine To-Do-List. Die ist natürlich durch ein paar Punkte erweitert worden. Das ist klar, das ist immer so. Wird auch noch nicht fertig sein. Schutzblech, Heck, das Hammer. Da habe ich natürlich ganz speziell die schönen Stängelbogen und Haltepunkte alles festgelegt. Bremsankerplatte hinten und vorne. Quasi die Mitnehmerzäpfe, die habe ich gedreht oder etwas hergestellt aus Stahl und bereits angeschweißt. Die Sattelhalterung ist auch noch nicht 100% fertig. Heckverstärker, genau, da habe ich je 2 6 mm Flachstahl genommen, habe die mal bereits auch gepunktet. Verschweißt wird sie dann im letzten Schritt. Dank alle 4 Haltepunkte, die sind auch fix. Da habe ich noch so kleine Adapterhülsen gedreht, die ich dann am Rahmen anschweissen kann, dass ich wirklich da schön mit diesen Kunststoffscheiben das Ganze kann sauber auf einer geraden Fläche befestigen. Also, Deck. Fußbremse. Sie sehen, ich habe jetzt hier einfach einmal 2 Ächseln gemacht und hier eine Schraube zur Betätigung der Fußbremse. Weil ich bin da noch relativ unschlüssig. Ich wollte einfach ein Drehteil machen. Ist mir aber zu langweilig. Ich habe jetzt ein bisschen andere Ideen. Etwas mit Stängeli, alten Schlüssel, irgendetwas, ein Special, das dazu passt. Könnt ihr natürlich auch gerne wieder etwas in die Kommentare schreiben, wenn ihr da eine gute Idee hättet. Das freut mich natürlich immer ungemein, wenn ihr da ein bisschen mitspielt, ein bisschen mitmacht. Ich habe natürlich dann mal einen Lenker montiert, die huren Federn. Das ist ein Problem, weil die ist butterweich. Die ist viel zu weich, das heisst, die Federn die habe ich extra herstellen lassen, muss ich jetzt aber noch mal machen, weil zu weich ist übel, das geht gar nicht. Das fängt sich an aufschwingen und ich meine, ich mit meinen dezenten 60 Kilo ist natürlich klar, wenn da eine kleine Bodenwelle kommt, das schlägt immer voll einen Anschlag. Also das geht gar nicht. Wird neu gemacht. Seitenständer. Also das ist wirklich auch wieder hure geil, wie das Zeug passt. Seitenständer, ganz klar, ein bisschen kürzen und noch verwinden, oder? Weil sonst wäre ja schräg gestanden. Wenn du es aufklappst, eben schön mit den Schwingen eine Linie. Auch erledigt, unterdessen. Die Kettengeschichte hier, ich habe das zuerst, wie sie in den 50er Jahren haben sie das ab und zu gehabt, dann haben sie einfach oben dran, da wo ich vorher schon mal einen Schnitt gemacht habe, leider, sind sie um 15-20 mm weiter hinten und dann gerade runter. Das Kette komplett aussen durchläuft an dem ganzen Teil, oder? Das hat mir aber natürlich absolut nicht gefallen, weil dann ist die Haltepunkt wäre dann da hinter der Kette gewesen. Das heisst, ich hätte da nur hure Büchse müssen drehen und das hat einfach wirklich scheiße ausgesehen. Dann habe ich überlegt und dachte, Gott, wie mache ich jetzt das? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ich kann ja hinter dem Schutzblech rein und nachher im Schutzblech rauskommen. Das ist natürlich hure geil. Einfach so ein Loch machen, wie es jetzt ist, also rauscatchen. Das ist natürlich Quatsch. Aber das da gibt es dann so schöne wie Lufthutzen. Das ist natürlich affengeil. Von null her, schön mit der Rundung, machen wir da 2 Hutzen an, wo dann die Kette rauskommt. Das ist richtig geil. Ich freue mich richtig drauf. Ist ein uhuere so Bütz. Aber ich habe ja einen guten Spengler an der Hand. Gell, Marco? So wie auch natürlich gefallen mir unheimlich gut die Stängeli. Da habe ich natürlich auch wieder so Halterungen anschweissen, wie ich da schon habe. Und genau in diesem Stil möchte ich es eben jetzt vorne auch machen, dass das eine geile Geschichte wird. Ist natürlich wichtig, ich habe da wieder so eine Seitleer, oder? Das ist genau der gleiche Abstand, wie ich hinten habe. Das ist mir wichtig, oder? Dass dieser Punkt und dieser Punkt identisch sind zum Boden. Dass das einfach eine wunderschöne, gleichmäßige Geschichte gibt. Natürlich auch, dass das Schutzblech am gleichen Ort aufhört. Dass es wirklich so eine symmetrische Optik gibt. Und dann würde ich sagen, starten wir das Desaster. Und ich nehme euch gerade mal mit, um zu zeigen, wie ich da in meiner Bude die Stängel büge. So, da haben wir die lässige Rolle da. Das ist ein Prachtstück natürlich. Und jetzt da ist man natürlich extrem begrenzt. Oder? Das ist keine Röhrli-Bügemaschine, aber
Es geht. Man sieht, da unten haben wir die Matrize, oben haben wir aber leider nur eine flache Rolle. Dann kann ich hier die Rolle verstellen und mit der gebe ich dann den Radius. Dann gehe ich hier mal wieder 2-3 Zähne rauf. Schauen, dass das schön gerade einnimmt. Und so wird der Radius immer kleiner. Das sieht man jetzt schon deutlich, wenn man den anschaut und den, der rauskommt. Et voilà! Wir haben hier eine gebogene Geschichte. Das ist gar nicht so schlecht. Ich möchte jetzt eher, dass es hier noch ein bisschen mehr raufgeht. Also mache ich noch mal einen Durchgang. Das passt tiptop. Wie ihr seht, ich habe hier bereits schon die Halterlasche angepunktet. Einfach, ich will, dass das hier natürlich schön symmetrisch bleibt. Also die Punkte sind gegeben. Jetzt tue ich hier mal so grob, hauen wir das hier mal ab. Ich mache jetzt die Quetschungen auf beiden Seiten. Meter ist immer gut für so Zeug. Dann kannst du da drunter klemmen. Dann hier hinten habe ich das Maß mit meiner Leere. Jetzt kann ich das Schutzblech einmal ausrichten. So. Es ist natürlich ganz wichtig, dass jetzt hier die Linie perfekt genau gleich ist. Der Radius quasi, das ist einfach optisch viel, viel schöner natürlich. Zeichnen wir mal an, so in diesem Winkel. Dann da wird er flach ab da und dann kann er da kürzen. So, jetzt spanne ich das hier ein, 20 lang. Und dann kann man ihm geben. Das ist eben gut. Ein bisschen stabile Grässel da. Also ich habe jetzt das einfach mal flach gedrückt. So. Und dann kann ich das noch schön hämmern. Man sieht jetzt da, das ist natürlich noch nicht perfekt. Dann tun wir das Ganze verschleifen und bohren. Und dann heben wir es nochmal an. Jetzt können wir das bereits mal da montieren. Wichtig, kontrollieren, stimmt die Position vom Schutzblech noch. Passt, wunderbar. Können wir es hier oben fix anzeichnen. Und dann können wir die Gegenseite noch flach pressen, klopfen. Fummelerei. So, jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier eine ganz lustige Struktur bekommen. Das ist jetzt theoretisch natürlich die Struktur vom Innen vom Schutzblech. So, ich habe jetzt natürlich mal das Gewindli geschnitten. Das ist ganz klar, das wird nachher natürlich von innen nach außen befestigt. Weil ich werde ziemlich sicher alles schön mit Hutmuttern machen. So, jetzt haben wir wenigstens einmal einen fixen Punkt. Das ist immer mal Gold wert. So, jetzt können wir den natürlich bewegen, wie wir wollen. Jetzt haben wir da gerade, wir sind ziemlich gerade auf der weißen Kante mit Ende Schutzblech. Ich will natürlich, dass das da möglichst schön satt ist. Das gefällt mir am besten, wenn ich da so aufs Rad schaue. Jetzt sehen wir da, ich habe da bereits auch schon Haltelaschen angeschweißt. Und das Verbindungsstück gilt es jetzt natürlich genau im gleichen Stil herzustellen wie das. Und ihr wisst, das geht verdammt schnell. Jetzt kann ich da mal leicht anziehen. Das ist geil, da unten auch. Also, das lassen wir so. Also, jetzt gibt es noch zwei Sachen zu machen. Genau das Gleiche, nochmal spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Und da oben mache ich natürlich auch noch eine Halterung da, weil jetzt kann sich das Ganze noch verschieben. Jetzt habe ich da noch so einen Bogen. Da sieht man da schön den Radius angepasst. Einfach, dass wir ihm da oben noch einen fixen Haltepunkt geben können. Jetzt schleife ich da den Radius ein von der Gabelrohr, dass ich das Teil schön in die Mitte setzen kann. So, jetzt schauen wir mal. Ja, das könnte nicht schlecht kommen. Es ist gut, wenn das von allein ein bisschen hebt.
Können wir da ein bisschen runterklopfen. Jetzt auch wieder aufpassen. Jetzt liegt er flach auf, das heisst, wenn das vom Lackieren zurückkommt, dann liegt man den rings Vollgas auf der Farbe auf. Ich mache da jetzt auch wieder jeweils 2 Kunststoffscheiben rein. Die Kunststoffscheiben kommen ja nachher auch zwischen rein. Darum mache ich die jetzt auch rein. Das sind so kleine Details, die halt wirklich mega mühsam sind, wenn man es nach dem Lackieren holt und merkt, oh, jetzt habe ich die hure Scheibe vergessen, will aber reinmachen. So. Jetzt Thema Lenken. Ich habe jetzt bereits schon eine Idee gehabt. Ist natürlich nichts, was es auf dem Markt gibt, aber um euch zu zeigen, in welche Richtung das geht, habe ich einen Lenker vom Mofakult da. Den montiere ich jetzt mal schnell montieren und dann sehen wir so ganz grob, wodurch wir gehen. Etwas in diesem Stil wird es. Ihr seht jetzt dann gerade, wenn ich den hier einfahre. Ich finde das hure frech. Grundsätzlich sage ich immer, für mich bequem ist es, wenn Sattelfläche zu Griffhöhe so rund 30 cm Unterschied ist. Bei dem gefällt es mir jetzt hure gut, wenn der Lenker, wenn ich das von der Seite anschaue, wenn der so leicht hinten runter zeigt. Ich will mir natürlich auch nicht die Hände brechen und Rapid fahren, à la Franz Lenker früher, oder? Einfach, dass man mal eine grobe Vorstellung bekommt. So. Ja, das ist nämlich offen geil. Aber jetzt seht ihr da, wenn ich da natürlich schalten muss, Gas geben, das geht ja noch. Aber schalten mit Kuppeln da, das ist einfach nichts für alte Männer. Und darum ganz klar der Winkel angenehm, leicht nach hinten. Ihr seht es auch hier mit der Bremse, passt wunderbar. Das ist richtig bequem. Ich kann einfach schön gerade hocken. Noch schnell schauen, das federt eben schon noch ein bisschen ein da hinten. Wenn da ein bisschen Bodenwellen kommen, dann stehe ich mit dem Sattel, ich habe jetzt den Finger dazwischen, stehe ich mit dem Sattel fast am Schutzblech an. Das heisst, der muss noch ganz minim höher. Gut. Das ist eigentlich noch verwunderlich. Ich bringe jetzt da ja, die halbe Hand bringe ich drunter, ziehe den noch ein bisschen raus. So. So. Also, Sattel ist fest, Lenker hebt, Schutzblech auch. Ich kann sogar hinten bremsen, was affengeil ist. Lampe ist natürlich ein riesiges Thema. Das ist natürlich so eine Originale, die dran war, eine Eierlampe. Die Lampe jetzt ist mir viel zu lang, weil da oben ist keine Option. Das sieht irgendwie so Frozen Frog oder wie der geheißen hat früher, ein bisschen froschmässig aus. Da vorne finde ich, steht sie mir viel zu weit nach vorne, oder? Also wenn, dann wäre jetzt das vielleicht noch etwas da vorne drauf. Also passt mir auch nicht und vor allem ich will hier einen geilen Schutzblechreiter machen. Jetzt habe ich natürlich einen Fundus an diversen Sachen. Auch hure flott, dass mich ab und zu die Leute anfragen. Sie haben noch alte Velolampen zum Beispiel. Schönen herzlichen Dank an Reto Kadurisch an dieser Stelle. Der hat mir nämlich mal sehr viele so Velolampen geschickt. Das ist jetzt keine aus seinem Teil. Das ist jetzt noch etwas, das habe ich jetzt da in der Schublade gefunden. Seitlich, das ist ein Lucifer, made in Switzerland, das gefällt mir schon mal. Sie war auch vernickelt, also es ist 40er Jahre, Anfang 40er Jahre schätze ich. Schalter ist noch einwandfrei. Die Fassungen mit diesen kleinen Bierchen, das ist gut und recht für ein Velo. Aber für ein Töffel, das 35 läuft, ist das zu wenig. Da muss ich natürlich dann mit dem Dr. Amper, dem Siri, schauen, ob er mir da etwas Schönes einbauen kann. Die erste Idee war da vorne. Die ist irgendwie einfach nicht so da. Also ich bin felsenfest überzeugt, dass bei diesem Töffel die Lampe aufs Schutzblech kommt. Aber ich habe mich jetzt ziemlich sicher für diese Position entschieden. Es ist einfach irgendwie, finde ich, es ist die stimmigste Position. Man sieht die Federn noch hinten dran. Dank Höhe. Lampenhöhe ist einmal schön, wenn das mehr oder weniger so ein bisschen eine Linie ist. Und deshalb ist die Entscheidung gefallen. Sie muss noch weiter hindern. Das hebt aber schon gut. Die Aufnahme von der Feder ist mir im Weg gekommen.
Jetzt muss ich schauen, wie ich die ein bisschen kürzen kann. Ja, wahrscheinlich nicht zu. Ja, mal, es geht. Und ab ist es. Aber wenn ich das Lämpchen anschaue, wird das wahrscheinlich mehr ein Schimmer als ein Licht. Ein herziges, kleines Ding. He? Ich sehe es ja natürlich dann so vor allem von dieser Sicht an. Das sehe ich jetzt ganz klar immer so über. Das ist mehr eine Taschenlampe, aber ist auch verdammt geil. So, ja. Das ist absolut ein hässiger Hurenesel. Jetzt gibt es noch zwei Sachen zu erwähnen. Einmal ist natürlich Lenkanschlag. In dem Sinn hat es schon einen. Aber natürlich muss man das noch ein bisschen schöner machen. Jetzt hatte ich einmal die Idee gehabt, weil wenn ich jetzt da unten wieder etwas anschweisse, wo dann nachher die Gabel ansteht, das schießt mich irgendwie an. Jetzt habe ich gedacht, ich mache dann da aus feinem Holz so Holzpaneele quasi, die ich nachher draufschrauben kann, buchen oder irgendetwas. Einfach, dass es da nachher auf dem Lack geschützt ist. Etwas weiteres ist natürlich auch ein Auspuff. Wir haben hier den Dummy-Motor und die ganze Bremsgeschichte ist auf der rechten Seite. Das Töffel steht mit dem Seitenständer nach rechts geneigt. Das hat folgenden Grund. Dreigangmotoren sind einfach heikel, weil die haben die Schaltachse, die Schaltwelle drin. Und die Schaltwelle ist in dem Sinne nicht dichtet. Die muss schön seitenfein laufen, die hat keinen Simmering, die hat keinen O-Ring, die hat gar nichts. Und wenn man einen Dreigangs-Achsmotor auf diese Seite ableitet, dann ist einfach das Problem, dass man hier hinten läuft immer Öl aus. Und darum mache ich bei den Dreigangmotoren, wenn ein Seitenständer, dann auf die rechte Seite, dass eben genau das nicht passiert. Und darum, ich finde immer, das ist die Seite, die man eher anschaut. Und ich fände es jetzt einmal noch schön und auch natürlich ein Special, wenn ich da dann das Flammenrohr selber mache und den Auspuff auf der linken Seite habe. Es ist Zeit fürs Rolling Chassis. Es ist zu viel, das Lämpchen. Es ist affengeil. Hey. Das erste Mal, jetzt bin ich gespannt. Also es rollt. So, schauen wir, wie das Geschwür hier tönt. Ui! So. Läuft! Jetzt fehlt der Motor ein bisschen. Das Resümee ist klar. Das hure Ding braucht einen Motor.